Seit 100 Jahren gibt es das sogenannte Infektionsdogma, eine Überlegung oder eine Theorie, die uns in unterschiedlichen Bereichen der medizinischen Behandlung begegnet und als Dogma für unfehlbar angesehen wurde. Inzwischen gibt es hier massive Fragezeichen, um nicht zu sagen, dass das, was man 100 Jahre uns erzählt hat, inzwischen mit einem als widerlegt angesehen werden kann. Müssen wir die Frage, was der Mensch ist, müssen wir die Frage, was Krankheit ist, was Materie ist, was Gesundheit ist, völlig neu überdenken und welche Konsequenzen hat das? Darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Das war eine spannende Meldung, die du mir zugeschickt hattest, dass das, wovon man viele Jahre und Jahrzehnte ausgegangen ist und auch Menschen behandelt hat, ganz offensichtlich Unsinn ist. Und ist das für dich nicht wirklich überraschend? Du bist mit maßgeblich beteiligt gewesen an einer, ja, ich würde schon mal sagen, revolutionären Theorie oder einer revolutionären Erkenntnis. Alles das, was um das Thema Global Scanning sich dreht. Was ist das, was im Grunde genommen, wenn wir Mensch, Geist, Materie betrachten, wovon müssen wir eigentlich ausgehen? Und da ist diese Überlegung oder diese wissenschaftliche Forschung, glaube ich, von ganz bahnbrechender Art und Weise gewesen. In der ersten Linie, es geht um Folgendes. Also ich bin der Mediziner, ja. Eigentlich klassisch ausgebildeter Mediziner. Ja. Und das ganze Wissen in der klassischen Form, da gibt es aber immer wieder die Fragen. Ursache. Und das hat einfach dazu geführt, dass ich zu gegebener Zeit verschiedene, die nächsten, so, wenn ich das so nennen kann, Stufen meines eigenen Erkenntnis nachvollzogen habe. Und letztendlich die Global Scaling Theorie, wenn wir schon jetzt gleich darauf uns ansprechen, brachte also für mich persönlich und für viele meiner Kollegen endlich mal Erkenntnis oder Erklärung, besser gesagt, warum das so sein kann. Und der Begründer der Global Scaling Theorie, Hartmut Müller, also mit seinen Worten ist ja so, die Frage in der Physik, warum, ist sozusagen fast verboten, weil die Frage ist immer, warum, das wird nicht beantwortet und man geht aus den empirischen Erkenntnissen. Aber mein eigener Weg hat mich dazu geführt, dass ich vorstoß in sogenannte geistige Bereiche, obwohl ich komme ja bekannt aus Sowjetunion, Russland, meine ganze Ausbildung an der Medizinischen Hochschule in Leningrad damals. Und insofern bin ich ja in diesem Sinne klassischer Mediziner. Aber die Erkenntnisse über die sogenannten Felder, Elektromagnetismus und so weiter, brachten einfach dazu, dass man heutzutage mit, wir nennen das energetisch, Energiemedizin. Warum Energiemedizin? Irgendwann mal hat die Menschheit auch über Elektromagnetismus nicht gewusst. Und je weiter wir in den Körper vordrängeln, desto feiner werden die Strukturen. Und es ist logisch, völlig logisch nachvollziehbar, dass die Erststörungen entstehen nicht in der physikalischen Realität. Die Erststörungen entstehen in sogenannter elektromagnetischer und weitgehender Realität. Und letztendlich bringt es dazu, dass man immer weiter in diese sogenannten feinstofflichen Bereiche vordringt. In unserer Zeit, die Erkenntnis hat dazu einfach gebracht, dass man die globales Wissen, was das Menschen bis dahin sich eingeeignet hat, spricht man über die indische Entwicklung, über die Veden. Es gibt auch slawische Veden, die man seit neuerdings entdeckt, über die Theosophie, Anthroposophie und so weiter und so weiter. Dieses riesiges globales Wissen kann man nicht einfach abstellen und sagen, das ist esoterisch. Sowieso ist das Begriff ein bisschen verrufen. Und insofern hat das dann dazu gebracht, dass ich über mein eigenes Erkenntnis konnte diese, sage ich mal, für mich nachvollziehbare Logik
erstellen lassen. Und Global Scaling Theory brachte endlich mal Erklärung aus der physikalischen Realität. Warum? Und das ist das eigentlich, das ganze Linie, das ganze Paket, warum ich aus meiner Sicht heutzutage die viele Ursachen anders erklären kann, als bis jetzt die klassische Medizin, weil die klassische Medizin drängt vor, na gut, also bis zum Bereich der Psycho, es gibt also so einen Begriff psychosomatische Medizin. Und über die vielen Patienten ist ja so, wenn Arzt nicht erklären kann, warum und wie und was, sagt, na gut, Psychosomatik, ja, tut uns leid, also Sie müssen mit Ihrer Psyche was tun. Ja, ja. Aber dem ist nicht unbedingt so. Das besteht, aber es gibt auch die anderen Ebenen des Bewusstseinsebenen. Und in diese Bewusstseinsebenen sind nicht einfach abstrakte Geschehnisse, sondern das sind die genau materialistisch, aber in feinstofflichen Bereichen vorhandene Eigenschaften, die letztendlich dazu bringen, dass die Störungen müssen eigentlich entstehen in diesen Bereichen und dann, sage ich mal jetzt populärwissenschaftlich, immer weiter verdichten und verdichten und verdichten, bis wir in der physikalischen Realität unsere sogenannten Krankheitsbilder bekommen. Die Frage ist aber, was hat eigentlich unser berühmter medizinischer etiologischer Faktor, sprich Viren, Bakterien, Parasiten, damit zu tun, dass irgendwelche Gedankenweise, weil wir in diesen Bereichen vorstößen, bekanntlich Verbindung zu der Materie aufnehmen. Und daraus entwickelte sich, dass ich ohne diese geistige Ebene, nicht psychische nur, weil Psyche schließt sich an eine psychologische, sagen wir, Verhaltensweise. Aber die Verhaltensweise liegt bei uns viel, viel weiter noch davor. Also so in so einem geistigen Bereich. Und es gibt viele heute Theorien, die versuchen, aus der Physik, aus der Mathematik in diese Zone vorzudrängeln und erklären mit verschiedenen Feldern, mit verschiedenen Ebenen. Und daraus hat sich ergeben bei mir, weil ich der praktische Arzt bin, ich bin auch jeden Tag praktizierend, dass ich mir also ganz andere Zusammensetzung gebracht habe und ich habe da genannt geistig-somatische Medizin. Also die Ursprünge nicht aus der Psychosoma, sondern geistig-somatische Medizin. Unbedingt die anderen Ebenen, den richtigen menschlichen Existenz dahin zu beziehen. Also das ist dieses ganze Strukturaufbau. Und ich habe dir geschickt auch diese Tabelle von mir. Und ich sage nicht, dass ich bin der Erfinder, ich sage nicht, ich bin der Entdecker. Das ist nun mal für mich meine persönliche Erklärung. Und in dieser Tabelle, was ich habe, was ich auch jedem Patient versuche nachzuerklären, das sind einfach mal kumuliert Erkenntnisse aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich, aus sogenannten esoterischen Bereich, weil das Wort ist irgendwie hier in Europa eingebürgert, ein Schreck verjagt, obwohl das es völlig normales Erklärung dazu gibt, bis zur physikalischen Realität. Und somit kann ich erklären, aber Erklärung theoretisch ist es eine Geschichte. Die andere Geschichte, ich kann viel theoretisch erklären, aber wenn ich dem Patienten nicht zurechtkomme als Arzt, wenn ich ihm nicht helfen kann, wenn ich die Ursache nicht finden kann, dann kann ich theoretisieren, wie ich möchte, aber der Patient ist dann unzufrieden, weil ihm das nicht hilft. Und so hat sich in den letzten besonders 20, 25 Jahren eine Gerätschaft entwickelt auf diesem Sektor. Und diese Geräte nützend können wir jetzt einblicken in praktisch sogenannte quantenphysikalische Ereignisse. Und die quantenphysikalischen Ereignisse, die heute als Rätsel noch für viele auch Quantenphysiker stehen, leider Gottes werden durch diese Leute nicht unbedingt in den Bereich der Global Scaling vorgedrungen, aber Global Scaling Theorie als physikalische Realität erklärt, warum diese Ereignisse stattfinden können. Und so arbeite ich praktisch mit dieser Gerätschaft und kann den Patienten von der geistigen Ebene bis zur physikalischen Ebene nachvollziehbar machen, warum und was entsteht. Ja. Auf die Geräte und auf diese Diagnostik und Therapie kommen wir noch ausführlich zu sprechen. Vielleicht doch noch mal ein Satz dazu, was Hartmut Müller und was Global Scaling bedeutet. Warum Global, warum Scaling? Jawohl. Also, dass man da vielleicht noch mal das versteht und
vielleicht auch dann versteht, wenn man die Größe dieser Theorie und dieses Erklärungsmodells begriffen hat, warum er sich damit so keine wirklichen Freunde gemacht hat. Warum ich ja so ein bisschen ausführlich erklärt habe über meinen Werdegang. Ich wollte einfach sagen, erstens, da bin ich also rein praktischer Mensch. Ich bin nicht ein Theoretiker. Ich bin also Praktizierender und dann bin ich Mediziner in der ersten Linie. Natürlich ich kann gegenüber einem Physiker, einem Mathematiker überhaupt keinen Stand halten. Aber da ich zum Glück mit Hartmut Müller befreundet war und befreundet bin und mehrmals also nicht nur seine Vorlesungen übersetzt, sogar in Russisch habe bei der Akademie und selbst besucht habe, deswegen maße ich mich an, also da einiges verstanden zu haben, vor allem in der praktischen Hinsicht. Wenn man ganz einfach sagt, und diese Sätze hat Hartmut Müller versucht, uns richtig einzuprägen, was ist Global Scaling? Global Scaling ist ein Phänomen der Natur. Und diese Entdeckung der Global Scaling, das bedeutet Verteilung Materie im Universum. Verteilung. Warum dieses Phänomen? Weil wenn man die großen Mengen von Parametern, die rein empirisch richtig in der Wissenschaft bewiesen sind, zusammensetzt und dann geht dann man in den logarithmischen mathematischen, ich sage mal Ebene, so erkläre ich auch meinen Patienten. Dann plötzlich stellt sich heraus, dass in diesen logarithmischen sozusagen Ebenen diese ganzen großen Mengen von den Zahldaten platzieren sich richtig harmonisch. Und eine von den bahnbrechenden in diesem Sinne Arbeiten ist eine Arbeit von Herrn Tschislenko. Das war ein Forscher an der Universität Moskau und es gibt also eine Originalarbeit von 1981 und hat also Verteilung im Zusammenhang mit der Größe und Menge von Fauna und Flora. Man muss sich vorstellen, dass jemand nimmt einfach zum Beispiel, wie viele Menschen sind auf der Erde und verteilt sie einfach nach Größe. Ja. Wie viel und wie groß, wie viel und wie groß, wie viel und wie groß. Von den Bakterien bis zu, sage ich mal, pflanzliche Welt. Und wenn man das betrachtet als diese riesige Zahl und darüber macht ein Histogramm, dann sind diese sogenannten Verteilungen nicht unbedingt in den, sagen wir, harmonischen Reihen aufgestellt. Und was Tschislenko damals gemacht hat, 1981, der hat also diese Reihen in den logarithmischen, um besser damit zu zählen. Und plötzlich merkte er, dass also zwischen den Peaks von diesen Verteilungen sind es ganz genau logarithmischen Einheiten. Erklärung dazu hat er nicht gegeben. Und es gab auch andere Wissenschaftler, die bestimmte Verteilung auch in den logarithmischen Reihen als harmonisch festgestellt haben. Aber Grundlage dazu, Erklärung gab es nicht. Und diese Erklärung schenkte uns Hartmut Müller, weil er sagte, okay, wenn das in diesen Reihenverteilung existiert, dann muss einfach eine Wellenstruktur dahinter stehen. Und eine Ordnung. Ordnung ist empirisch festgestellt. Und diese Ordnung sieht man dann nur, wenn man in den logarithmischen Reihen das plötzlich berechnet. Vorher sieht man diese Ordnung so nicht. Und das hat also dazu gebracht, wie er mir selbst erzählt, dass er alles, was möglich war, damals noch er hat also in St. Petersburg studiert, alle diese empirisch vorgestellten Zahlen gerechnet und kam immer wieder auf die gleiche Erkenntnis, Und das brachte dazu, dass diese Scaling-Verteilung universell sein kann. Dann hat er also mit den Sternhaufen, mit den Planeten, mit Radius von Planeten bis zu Elementarteilchen. Und diese Verteilung in den logarithmischen Reihen wurde immer wieder nachgewiesen. Und so brachte er dazu, dass es wahrscheinlich, wenn das von den kleinsten Teilchen bis zu größten Galaxien die Verteilung ist, dann ist wahrscheinlich die global. Das ist Eigenschaft der Materie des Universums, sich so zu verteilen. Und die nächste von ihm, also diese geniale Vorstellung, dass wenn diese Verteilung eine Wellenstruktur haben sollte, dann kann es nur dann sein, weil Logarithmen beschreiben eigentlich die stehenden Wellen.
Und die stehende Welle, das ist so wie ich, weil wir jetzt den Zuschauern auch erklären, damit das nicht so hochwissenschaftlich klingt, ganz normal, ich erkläre Folgendes. Du weißt, wir haben ja als Kinder gespielt in so ein Seilspringen. Ja, ja. Und jetzt nehmen wir den Seil mit dir, ne? Du eine Ende und ich eine Ende und verteilen da Sand. Ja. So, und dann beginnen wir zu spielen. Und in der Mitte des Seils, wo die Amplitude sehr groß ist, wo man springen muss, damit eins nicht erwischt, Kopf und so, ne? Genau. Dieser Sand kann dich da viel schlechter halten als in unseren Händen, stimmt's? Ja, Weil klar. wir in den Händen Ruhepol haben. Ja. Und somit läuft Sand entweder zu dir in die Hand oder zu mir. Und dann habe ich Häufchen Sand und du hast häufig Sand. Und in der Mitte ist nichts. Ja. Und das ist der Phänomen, der in Physik bekannt als Kunzsche Versuch. Und das bedeutet, dass wenn du Sand also nimmst und also mach also so eine physikalische, dann verteilt sich Häufchen Lücke, so verteilt sich Sand. Ja. Und diese Häufchen Lücke, das ist gerade diese sogenannte stehende Welle, die in den logarithmischen mathematischen Reihen zu sehen ist, wenn wir eine Riesenmenge von Daten, die bekannt sind, sammeln und den Logarithmus. Und das ist dieser Global Scaling, das bedeutet Verteilung der Materie im Universum, ist global, ist Eigenschaft für alle Ebenen. Und Skaleninvarianz, weil wenn man also so, sagt man einfach so ein physikalischer Begriff, dann kann ich auch meine Sachen packen, weil ich also die Physik begriff. Aber Skaleninvarianz bedeutet, wie das auch in philosophischen, geistigen Lehren auch ist, wie von oben wie unten. Und das hat mich so fasziniert, weil wir haben endlich mal die Erklärung, wo das, sagen wir, geistige Philosophie über mehreren Lehren der Menschheit bis zur physikalischen Realität, bis zur physikalischen Erfahrung zusammenhängt. Ja. Und da ist also plötzlich eine Erkenntnis, die, sage ich mal, vom Göttlichen her über das Ganze, da ist ja auch fraktale Erklärung, warum Materie fraktal und so weiter. Und natürlich die weiteren Sachen, die ich also aus meiner dann Hinsicht, weil ich also im Geiste unterwegs sehr häufig bin, aber darüber können wir vielleicht uns später äußern, weil meine eigene Erkenntnis hat mir irgendwann dazu gebracht, dass ich fast die Tränen bekommen habe über eine gewisse Erkenntnis, warum so das Ganze existiert. Und wenn das in der physikalischen Realität als Phänomen der Natur angesehen ist, das bedeutet, dass jeder Häufchen der Materie betrachten wir als was? Wir als Menschen benennen das mit unseren eigenen Parametern. Weil jeder Häufchen der Materie, das bedeutet Temperatur, Größe, Dichte und so weiter. Und wenn das Universum bevorzugt bestimmte Größen in diesen Häufchen, und du kannst ja Menschen nehmen, zum Beispiel, wir haben ja 7 Milliarden Menschen, und du sagst, okay, also welche Größe ist bevorzüglich bei den Menschen? Da kommen wir ungefähr 1,60 bis 1,80, okay? Kleine Menschen sind verschwindend weniger und größere Menschen verschwinden weniger. Ja? Und dann haben wir so eine Glocke als Verteilung. Gaußsche Verteilung. Ja, nur Unterschied ist da, dass eigentlich in der linearen, jetzt sprechen wir über lineare und logarithmische, in der linearen Welt, diese Verteilung ist nicht symmetrisch. Und diese Asymmetrie, damit haben die russischen Wissenschaftler schon lange zu tun, kleinste Asymmetrie in der Materie. Die muss einfach mal sein, sonst bewegt sich nichts irgendwo hin. Aber diese symmetrische Verteilung sieht man nur in den logarithmischen Reihen. Und somit hast du in der linearen Welt asymmetrische Verteilung. Und da kommt jetzt noch ein ganz großer Wissenschaftler, Professor Simon Jelewitsch Schnoll, der hat auch geleitet Akademie für die Biophysik, Biophysikalische Institut in Pushchino. Das sind so seine berühmten Schnollsche Histogramme und so weiter. Also die bestätigen das ganze theoretische Vorhaben. Und diese asymmetrische Verteilung, und zwar die Feinstruktur dieser Verteilung, die wird erhältlich. Aber die symmetrische Verteilung geht nur in den logarithmischen Reihen. Und jetzt also, damit ich die Rundung mache, damit das nicht alles langweilig wird. Das bedeutet, dieses Häufchen der Materie, wenn er bestimmte Parameter beschreibt, und das bedeutet, dass wenn wir 1,60 bis 1,80 sagen wir groß sind, dann haben wir viel mehr, sage ich mal, Überlebenschancen in vielen Bereichen,
als diejenigen, die zum Beispiel, du hast also bis jetzt also keine Menschen, denke ich, auch heute auf der Erde gesehen, die 3 Meter groß sind. Warum? Das ist gerade diese Wellenstruktur, die das beschreibt, weil wenn man diese Welle sozusagen verlässt in diesem Bereich, geht man zu dem Punkt, wo die Lücke ist, wo die große Amplitude ist. Dort kann die materielles Leben eigentlich nicht in diesem Sinne, in feinster Stoff ja, aber in diesem Sinne nicht existieren. Aber die nächste Welle, zum Beispiel in kleineren, weiß ich, Viren, die haben auch wieder ihre Verteilung und. Und somit sagt Materie oder sagt das Universum, wenn du möchtest harmonisch und gut existieren, musst du meine Größen, das universelle Größen, eigentlich in Betracht ziehen. Dann musst du so groß sein, die Temperatur muss so sein und so und so und so weiter. Das sind die Parameter, die ich für dich vorgesehen habe für gute Existenz. Und unsere Organe, warum Herz schlägt, sagen wir 66, 67 Mal pro Minute, warum atmen wir 15 Mal pro Minute, das ist alles in diesen logarithmisch-mathematischen Bereichen vorhanden. Das ist die Faszination dieser Entdeckung. Ja. Und wenn wir als Menschen in diesen Bereichen, wir sprechen über heute Frequenztherapie, Energieinformationstherapie und. Aber eigentlich Erklärung dazu ist in diesen globalen Wellenstrukturen, die uns sagt einfach, wie wir existieren sollten. Sobald wir aus diesen größeren Bereichen rausgehen, weil die Bakterie hat ihre eigene Struktur. Und wenn die Bakterien in unseren Körper reinkommen, die bringen ihr eigenes Leben dahin, in unseren Körper. Was bedeutet, dass die Bakterien ihr eigenes Leben bringen dahin? Die bringen auch ihre eigene Struktur, Frequenzen und so weiter, Parameter. Und diese Parameter, Frequenzen entsprechen nicht mehr unseren Parametern und Frequenzen im Körper. Und somit gibt es Kampf. Wer wen überlegt. Und so entstehen die Krankheiten. Das bedeutet, wenn wir diese Frequenzbereiche, die uns die Materie und Universum vorgesehen hat, beibehalten, sind wir gesund. Und darauf sind alle empirischen, ich unterstreiche, empirischen Erkenntnissen aus der Elektromagnetismus und basiert, warum plötzlich man kann auch über die elektromagnetischen Felder bei bestimmten, sage ich mal, chronischen Krankheiten helfen, weil man versetzt wieder die Materie, also unsere Gewebsstruktur, in die Schwingung, in die Frequenz, die ihr von der Natur vorgesehen war. Und somit plötzlich regulieren sich die Prozesse, die wir über die anderen ganzen, also chemischen Strukturen mit nicht erreichen können. Also alles so simpel, so logisch nachvollziehbar, das ist Faszination für mich, dieses pures Erkenntnis. Ja. Das bedeutet auf der einen Seite, du hast es schon angedeutet oder auch direkt ausgesprochen, es muss ja, wir müssen das jetzt gar nicht vertiefen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, so etwas wie einen schöpferischen Plan dahinter geben. Also lande ich bei dieser Erkenntnis, mit diesem wissenschaftlichen Erkenntnis irgendwie und an sich ganz schnell beim Thema Religion, beim Thema Religiosität, bei dem Thema Schöpfer, das kann ich ja dann ehrlicherweise nicht mehr wirklich ausblenden. Oder geht das ohne das? Nein, unbedingt zusammen. Ich finde es nur so völlig gespenstisch, dass ganz viel von diesem Wissen aus Russland aus einer Zeit stammt, in der mit diesem Thema Religion so wenig, ich sag mal, offizielle Verbindung hergestellt. Das ist jetzt ganz anders, aber so wenig offizielle Verbindung hergestellt wurde. Die Sowjetunion konnte mit Religion nicht furchtbar viel anfangen. Trotzdem stammen da die großen Erkenntnisse. Na, ich muss dich so ein bisschen enttäuschen in diesem Sinne. Okay. Also Enttäuschung. Nein, ich lerne. Das ist keine Enttäuschung. Ich meine, das ist rhetorisch. Ne? Ich weiß. Also die Enttäuschung ist dahin, es ist nicht, dass die Russen endlich mal was entdeckt haben und das in Verbindung gebracht haben. Alles, was ich dir erzähle, wenn du denkst, dass die Russen das wissen, das ist Irrtum. Global Scaling, das ist die große Grundlage. Die Russen zum Beispiel wissen, es gibt so eine Theorie, Torsionsfeldtheorie von Schipov-Akimov. Die erklären auf ihre Art und Weise, wie die Zusammenhänge. Aber was Besonderes bei Russen ist, also warum ich auch, weil wir haben einerseits östliche Philosophie und andererseits also westliche auch Entwicklung.
Und dieser Zusammenhang und dann die technische Entwicklung. Man muss sich vorstellen, dass also Russische Akademie der Wissenschaften beschäftigt richtig wissenschaftlich mit Schamanismus. Ich durfte einen von den, was ich also sehr großen auch entwickle in diesem Bereich oder entdecke, Günther Haffelder, der hat also Hirnforschungsinstitut in Stuttgart. Ich durfte ihn begleiten, also nach Moskau habe ich auch übersetzt seinen Vortrag über seine Erkenntnisse über Gehirnforschung, gerade in dieser Abteilung, die für den Schamanismus sich beschäftigt. Du kannst von der Menschheit diese ganze Erfahrung also nicht wegmachen. Nur jetzt Folgendes. Die technische Entwicklung und diese Grundlagenforschung, was ich erzählt habe, man muss überlegen, in der westlichen Hemisphäre, du musst unbedingt ein Produkt rausbringen. Und heutzutage, das ist besonders schlimm. Du bringst bestimmte Produkte und wenn die keinen Profit bringen, ist es nichts. Und der Grundlagenforschung, dass jemand sitzt, sage ich, und 15.000 Arten von Viren bis untersucht nach Größe und Menge, wozu das Ganze? Und in Russland waren also tausende Forschungsinstituten. Und man muss sich vorstellen, zum Beispiel Stadt Puschino, über die ich also Professor Schnoll und seine wunderbare Frau, Wissenschaftlerin Frau Kondraschowa kenne, das waren 130.000 reine pure Wissenschaftler, die sich nur damit beschäftigt haben, mit vielen Ereignissen. Und somit, wir profitieren jetzt aus der wissenschaftlichen Grundlagenforschung in der ganzen Welt von dem, was damals zu sogenannter, in Klammern gesagt, diktatorischer Zeit gelaufen ist. Man guckte nicht, welche Schuhe man trägt, welche Hosen man trägt, ob ich hatte richtige Krawatte haben. Man beschäftigte sich also richtig sogenannten mit den Forschung, mit dem Geist, mit dem Austausch. So, und die östliche Philosophie, bloß der Phänomen der Russen ist der, du kannst das Geist nicht unterdrücken. Und wenn man sagt großes Deutschland, in Russland, es gibt also ein Adjektiv dazu, heilige Russland, Mutter Russland, heilige Russland. Und zwar beziehe ich da hier nicht nur Russland in diesem Sinne, ja, sondern ich beziehe das ganze Region, was damit befruchtet wurde, Ukraine Einbeziehung und so weiter. Weil wir sind eine Meinung uns in diesen Bereichen. Insofern diese ganze philosophische Grundlage. Und plötzlich, als dieses Topf, sage ich mal, mit Perestroika aufgemacht wurde, um jede Ecke stand Parapsychologie, Heile, dies oder dies oder dies. Das war so eine, als ob du plötzlich im Frühling so Gras wachsen siehst. Ist es nicht ein Gras nach oben gegangen, plötzlich alles ist grün. Und das ist dieses riesige Bereich und heutzutage in Russland gibt es nicht mehr die Frage, ob das existiert oder nicht existiert. Heutzutage in Russland gibt es die Frage, was machen wir denn damit? Ja. Diese Phänomene werden nicht bestritten. Nur Global Scaling Theory ist in Russland sehr wenig in dem Sinne bekannt. Es wird immer mehr weiter versucht, also das ist unsere Aufgabe, das ganze Paket rüberzubringen. Die Gerätschaften, das ganze Paket, was entwickelt wurde, und ich bin stolz, dass ich oder nicht stolz ist das für geistige Sachen, also nicht unbedingt das gute Sache, aber ich bin sehr, sehr erfreut, dass ich einen Freund bezeichnen kann, Professor Zagretzky, den maßgeblichen russischer Raumfahrtforschung, also die Elektroakupunkturgeräte entwickelt hat, mit denen sich Kosmonauten auf der Raumstation Mir gemessen bereits haben, wissenschaftlich nachgewiesen, die Verlauf der Meridiane. Und das heißt, heute immer noch in Deutschland wissenschaftlich nicht bewiesen. Also wir haben eine riesen Gruft zwischen dem, was existiert und zwischen dem, die Vorstellungen. So, das ist so. Und warum Russland? Warum Russland? Warum Russland? Aus einem Grund, weil die Russen sind nicht behaftet im Moment durch Schematas. Das gibt's und das gibt es nicht. Russe lässt an sich zu und sagt, ja, okay, also mal schauen. Und wenn das funktioniert, und ich habe also mit den russischen Ärzten, da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten, darüber zu sprechen. Nur der Russe guckt dich an und sagt, na gut, und was weiter? Ja, aber es ist ein ergebnisoffenes Denken. Das ist ja das, was hier so stark fehlt. Du hast, und damit wird auch, ich habe das vorhin die Frage gestellt, womit ist denn mit einer solchen Theorie, wie Hartmut Müller sie entwickelt hat, oder einer solchen Erkenntnis, wem ist er denn damit auf die Füße getreten? Und damit, das wird jetzt deutlich. Ja, auf die Füße, also es ist ja so, man hat mir ja gesagt, also ich will jetzt nicht Namen nehmen und tun, aber das ist als politisch, ihr werdet dann unterdrückt und tun. Aber ich habe mir daraus also nicht damals viel gemacht und ich muss dir sagen, also meine Erkenntnis über diese alle Jahre, was ich also richtig
TV heißt Querdenker. Aber ich bin sozusagen ein logischer, gehöriger Mensch, der nachvollzogen hat und immer Schritte gemacht hat. Aber das war irgendwie quer der Mainstream-Entwicklung. Ja. So. Und dieses Quereinsteigen hat mich dazu gebracht, über Menschenerkenntnis immer wieder festzustellen, dass wir treten in Fettnäpfchen aus eigenen Fehlern und eigenen Fehlervorstellungen. Und dem System natürlich, die nicht unbedingt das haben möchte, liefern wir immer wieder, wir selbst als Menschen, durch unser kleines Fehlverhalten, nicht das bedacht, nicht das bedacht, nicht das bedacht. Bloß wenn das Wohlwollen vom System ist, dann werden diese kleinen Fehler, die menschlichen Fehler, negiert und sogar verbrecherischen Sachen, wir wissen darüber Bescheid, negiert und jemand möchte jetzt, ohne Namen zu nennen, Präsident werden, obwohl er verurteilt war. Ne? Also das wird geduldet. Anderes System, diese ganze Entwicklung nicht so, dann wird sie jede kleine Fehler, und diese Fehler haben wir in uns, weil wir keine perfekte geistige Wesen sind, und darauf wird dann basiert. Und Global Scaling Theorie, wenn sie etwas akkurater gebracht wäre, würde nicht unbedingt auf die Füße irgendjemanden treten. Aber da die Global Scaling Theorie so bahnbrechend, revolutionär betrachte ich das Wort nicht unbedingt, also, bahnbrechend, aber ja. Bahnbrechende Erkenntnisse bringt und bahnbrechende Verbindungen. In Quantenphysik ist bekannt, es existieren im Universum zwei Punkte, die miteinander elektromagnetisch nicht verbunden sind, aber irgendwie, wenn ich hier die Schraube schraube, dann schraubt sich die Schraube irgendwo im Universum so. Wie das funktioniert, ja, Phänomen, man hat nicht Erklärung. Sobald die Erklärung dazu kam, und Müller hat auch noch geschafft, die technisch umzusetzen, da beweisen das nach. Und das ist sage ich mal, zu Verhängnis geworden, dass das jetzt nicht so im Vordergrund ist, obwohl in den renommierten Zeitschriften sind einige Artikel da, also in der russischen Physik und so weiter. Also insofern ist das nicht, dass das also total verrufen ist. Nur der Stempel des Finanzweltes ist aufgebracht worden. Und dann haben wir also Internet, ja, und Internet kann jeder schreiben, was er möchte. Und sobald irgendwelche gerichtliche oder sonstigen Sachen laufen, ob die richtig laufen oder nicht richtig laufen, ja. Presse und so weiter. Ja. Deswegen sitzen wir zusammen. Ja. Gut, es ist sicherlich richtig, dass die Schwachstellen dann entsprechend auch ausgenutzt werden. Aber auf der anderen Seite, wir kommen ja auf die Auswirkungen. Das, was eine solche Erkenntnis mit sich bringt, hat ja konkrete Auswirkungen im Bereich der Diagnostik, im Bereich der Therapie, im Bereich des Gebens von Medikamenten, im Bereich des Verstehens. Warum entstehen Krankheiten und wie muss ich damit umgehen? Und da spielen wir natürlich, oder die hier neue Theorien und neue Erkenntnisse mitbringen, die bahnbrechend sind, schon in einem Billionengeschäft. Und wenn man da Spielverderber ist, darf man sich in der Tat nicht den geringsten Fehler erlauben. Du hast jetzt angesprochen, also direkt eigentlich Ursache dazu. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die medizinische Sache jetzt hineinsteigen, weil das also grundsätzlich physikalische Erklärung. Also für mich ist es ein richtiges Riesengeschenk von einem Genie. Ich halte Hartmut Müller für ein richtiges Genie. Ich will es nicht sagen hoch 2 oder wie auch immer, aber so. Und für mich ein Geschenk ist also das, was ich sowieso weiß. Ich weiß ja Bescheid, wenn ich also bestimmte Eingaben aus der geistigen Sphäre habe, so, ne, aber wir haben jetzt eine grundsätzliche Erklärung. Und ich sage, heute ist die Zeit, wo wir richtige gute Ausbildung als praktisch wissenschaftlich, universitätsmäßig in den geistigen Sphären bringen und diese Verbindung schaffen. Und diese Verbindung zur Erklärung, ja, wie wir auch gestern miteinander gesprochen haben, ist diese Verbindungen, die fehlen. Deswegen stehen oftmals die geistigen Postulate, Erkenntnisse, und plötzlich mit der physikalischen, mit der Gesetzmäßigkeit haben in diesem Sinne wenig zu tun. Und wie man das nachvollzieht, wie man das versteht, das ist das Wichtigste. Und eine von den Haupterkenntnissen war, dass, wo ich gesagt habe, diese stehende Welle sogenannte,
Wenn ich darf dieses Beispiel bringen, was ich, als wir gestern gesprochen haben. Wenn ich also 20 Männer mit dem Rücken zu mir stelle und sage zum Beispiel, Michael, ja, du drehst dich bestimmt um zu mir. Vielleicht noch jemand, der Michael. Und ich habe angesprochen Schwingung. Und im Moment, das ist grob gesagt deine Eigenschwingung. Jetzt kommen wir zu dem Wort Eigenschwingung. Und dieses Eigenschwingung ist auch nichts anderes als diese stehende Welle. Und Nobelpreis in diesem Jahr in der Physik über Erkenntnis über Neutronen, dass die auch schwingen, bestätigt also 200%ig das, was in alten Lehren schon steht. Das bedeutet, jede Substanz im Universum hat eine Begrenzung. Jegliche nächste Entdeckung. Und diese bedeutet, dass Eigenschwingung, also Modus, ist allen vorhanden. Und wenn wir Protonen nehmen als Eigenschwingung, also aus deren bestehen also die ganzen materiellen Strukturen, und wie diese Eigenschwingung der Protonen sich verhält, so verhält auch die ganze Materie. Das ist diese Erkenntnis. Und dass die Protonen synchron schwingen im ganzen Universum, das ist das nächste Erkenntnis von der Global-Scaling-Theorie, die aber durch Professor Schnoll zum Beispiel in seinen empirischen Forschungen total bestätigt wurde. Dass diese Synchronizität der Schwingungen, nur wenn wir miteinander so sprechen, du hältst jetzt die Hand so mit dem Blatt und ich schwinge mit der Hand, das ist keine Synchronizität hier zu beobachten. Aber wenn wir in die feinsten Strukturen der Materie vordringen, dort ist diese synchrone Schwingung der Protonenform vorhanden. Und diese Synchronizität bedeutet gleichzeitig, dass wenn wir in den Wellenstruktur reinkommen, und das ist dieses Riesengeschenk, was bis jetzt nicht so offensichtlich erkannt wurde. Eigenschwingung, Modus bedeutet Milieu, ganze Milieu in diesem Eigenschwingung-Modus hat Information zugleich in allen Punkten. Und das ist diese riesige Geschichte. Das bedeutet, wir müssen nicht von Punkt A zu Punkt B jetzt mit höchster Geschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit laufen, um die Information zu bringen. Dann wäre unter uns gesagt, der lieber Gott so dumm dran, der würde überhaupt nicht wissen, was im Universum überhaupt also passiert. Ne? Der müsste also 100 Lichtjahre dorthin laufen, 100 Jahre dorthin laufen, sondern es geht um diesen Schwingungsmodus. Und dieser Schwingungsmodus bedeutet, dass wenn wir in dieser, jetzt kommt das neue Wort, in der Resonanz miteinander kommen, das bedeutet, wir sind angekoppelt an eine bestimmte Wellenstruktur, die ist Eigenschwingung. Wir haben ihre eigene Schwingung und so weiter. Ja? Also Ehepaar, über die Jahre hinweg braucht nur einer zu denken, so wir nennen das Telepathie. Wir haben bestimmte Begriffe geschafft, aber Erklärung dazu gab es nicht. Und diese Resonanz, in der man kommt, das ist wieder diese Eigenschwingung, die entsteht. Und das bedeutet, wir haben Information zugleich. Das bedeutet nicht, dass ich die jetzt übertragen habe, mein Lied, was bei mir im Kopf war, und du jetzt singst die. Zeitgleich. Sondern das ist zeitgleich. Und diese Zeitgleichzeitigkeit, das ist diese Riesenerkenntnis über diese synchrone Protonenschwingung im Universum, die durch die empirische Forschung letztendlich als Global-Scaling-Theorie bekannt ist und bestätigt wurde durch die russische Forschung, zum Beispiel von Professor Schnoll, der übrigens auch 30 Jahre von der Akademie für diese Forschung, nicht für die anderen, aber für diese Forschung immer mit Buhrufen also zum Teil gemacht wurde, weil es passte nirgendwo hin. Es gab keine Theorie. Und selbst Professor Schnoll hat erst 2004, weil wir ihn hier nach München eingeladen haben, erfahren über die Global-Scaling-Theorie. Und da ist er betuchter Wissenschaftler ist und vorsichtig. Er hat gesagt, ja, es könnte passen. Der war nicht so begeistert, also ungefähr. Ne? Aber so. Und so bildet sich die ganze Sache zusammen, dass wir jetzt Erkenntnis haben, warum die Prozesse im Universum gleichzeitig stattfinden können. Und wenn ich mit einer bestimmten technischen Voraussetzung in diesen Eigenschwingungsmodus irgendwie reinkommen kann, dann kann ich plötzlich Verbindung aufnehmen zu jeglicher Struktur im Universum, egal wo du bist, weil die Entfernungen spielen in diesen Bereichen keine Rolle. Entfernungen spielen nur in Bereichen der Raum- und Zeitkontinuum. Und hier sind wir außerhalb des Raum-Zeit-Kontinuums. Deswegen spielt die Rolle nur die Schwingungsmodalität. Und wenn ich in den Resonanzschwingungen bin, dann bin ich sofort mit dir zusammen oder mit jemandem und mit irgendeiner Struktur in einem Erkenntnisprozess. Ist dann, die Klammer sollten wir ganz kurz noch aufmachen, Zeit überhaupt in der Form existent? Ja. Wenn wir davon ausgehen, ich nehme jetzt Glas, Ja. ich nehme jetzt die Brille.
Und wir jetzt werden das zerkleinern, zerkleinern, zerkleinern. Dann kommen wir unweigerlich in molekularen Bereich und dann atomaren Bereich. Ja. Ja? Und dann subatomare Bereich. Und das bedeutet, plötzlich, wir sitzen hier nicht mehr als Viktor und Michael, sondern wir sind Feldstrukturen. Alles ist Feldjetztstruktur. Es existiert nichts mehr, wenn wir in den Feldstrukturen gehen. Und in diesem Bereich gibt es keine Zeit und Raum. Weil in dieser Feldstruktur ursprünglich, da knüpfen wir wieder an diese ganzen theoretischen Grundlagen, diesen großen Lehren. Wir sprechen über Atman. Wir sprechen über in verschiedenen philosophischen Begriffen. Ja? Dann plötzlich entstehen diese Welten. Und so habe ich mir ganz simple Brücke gebaut. Das bedeutet, die ursprüngliche Materie im Sinne, wo der Geist und Materie zusammen sind. Es gibt niemals Materie ohne Geist und niemals Geist ohne Materie. Das ist nur Abstraktion. Und heute ist wissenschaftlich bestätigt mit Elektronen. Siehst du ihn so, dann hast du Teilchen, siehst du ihn so, hast du Welle. Das ist endlich mal zusammen. Und im philosophischen Sinne sprechen wir darüber, wenn wir dann in Ursprungsmaterie sehen, dann ist das die Ursprungsmaterie in Zeitform der Brille. Das ist die Ursprungsmaterie in der Zeitform des Glases. Und damit auch in ihrer Vergänglichkeit. Damit ist sie vergänglich. Ja, genau. Weil die Zeit ist nichts anderes als eine Charakteristikform, als ein Merkmal der Materie. In unserer linearen, in unserer materiellen Welt sprechen wir über die Zeit. Aber die Zeit ist eigentlich nur das, was als charakteristisches Zug bezeichnet, in welcher Form die Materie existiert. Wenn diese Brille nicht mehr existiert, das bedeutet aber nicht, dass die Materie in Form dieser Ursprungsmaterie verschwindet. Darauf werden wir neue Formen und neue Formen gebildet. Und somit haben wir die Brücke geschafft zwischen der materiellen Struktur und den ursprünglichen, sagen wir, Feldtheorien oder wie auch immer geistigen Theorien, wo nichts verschwindet. Deswegen aus dieser Sicht ist die unvergängliche Form als Ewigkeit anzusehen und die vergängliche Form als Täuschung. Ich verlasse mich auf die Brille, ja? Ja, ja. Und dann plötzlich, also zwei Schritte später, ist bei mir in der Tasche kaputt gegangen. Ich kann nicht mehr verlassen, ich sehe nichts mehr. Das bedeutet, die Brille hat mich getäuscht. Ich habe mich auf die verlassen, aber die hat auch ihre Zeit abgelaufen. Und deswegen sprechen wir über Maya als Täuschung, die immer wieder vergänglich ist, obwohl sie auch gleichzeitig existiert. Und wir sprechen über die Ewigkeit, die immer existiert, aber vordringen dort dahin. Das ist der Geist. Ein zweiter Punkt, der daraus in einer gewissen Form, du hast uns beide angesprochen, wie wir hier sitzen, komme ich mit einer solchen Erkenntnis um das Thema Inkarnationen und die Vorstellung, dass es Inkarnationen gibt, drumherum, oder bin ich automatisch bei genau auch dieser Also ich danke dir für die Frage. Für mich ist überhaupt also immer lustig, wenn ich Seminare mache, dann haben wir immer mit meinen Seminaristen immer solche Aha-Erkenntnisse, wo alle plötzlich sich freuen und so. Für mich ist lustig, ich frage immer, sagen Sie mal, ist das logisch, dass wir jetzt hier sitzen zusammen? Na, eigentlich logisch. Na, ist es logisch, was Sie heute gemacht haben? Na, eigentlich ja. Na, warum haben Sie sich Schuhe angezogen? Warum putzen Sie das? Also, Sie machen alles logisch. Wirklich? Ja, eigentlich ja. Ein Schritt für den anderen und tun. Insofern kann ich meine eigene Logik absolut nachvollziehen. Ja, warum bin ich ja hier? Du hast irgendwann über mich erfahren. Warum hast du das erfahren? Naja, weil jemand angerufen hat, jemand das und die Verbindung. Also, wenn man so zurückdenkt, bringt man immer wieder logische Schritte in Verbindung. So, und dann plötzlich sprechen wir dem Logik, dem Universum völlig weg. Einerseits sagen wir, die Materie ist klug und andererseits, also so, das bedeutet, wenn die Teilchen sich so verhalten zu bestimmten Größen, das ist absolute Logik des Universums dahinter. So, entweder haben wir dann diese absolute Gerechtigkeit, weil Logik ist eine Gerechtigkeit und Logik des Universums dahinter, oder haben wir reine Zufälligkeitsprozesse. Beides zugleich existiert in diesem Sinne nicht. Entweder ist das, entschuldige, wenn ich so sage, Universum total doof und macht alles nur zufällig, oder ist das genauso nachvollziehbar wie wir selbst. Und dann sage ich also, dass wir sollen dem Universum nicht weniger Intelligenz bescheinigen als uns selbst. Ja? Und somit
ist die Existenz und Inkarnationen. Ohne Inkarnationen ist das ganze Universum richtig zufällig und dumm. Und als Arzt, als praktizierender Arzt, ich gehe immer in diesen Bereichen und ich sage dir vielleicht solche, naja, für unsere Zuschauer, also einige werden sich wahrscheinlich freuen, viele anderen, die in diesen Bereichen noch nicht vorgedrungen sind. Ich kann sogar über unsere Gerätschaft vordringen außerhalb Raum und Zeit, in diese quantenphysikalische Ebene. Und ich arbeite sogar mit meinen Patienten manchmal, wo ich sage, wissen Sie, wir sind jetzt an Ihrem sozusagen Stammbaum. Wir arbeiten jetzt zusammen die Belastung des Stammbaumes. Und viele meiner Patienten freuen sich und wir beobachten das so. Das bedeutet, die Inkarnation ist für mich absolute logische Nachvollziehbarkeit der Logik des Universums und wissenschaftlich, wie wir das in der linearen Welt beweisen wollen, wenn wir es wollen, können wir es beweisen, weil es gibt also mehrmals solche Kinder, die plötzlich mit 3, 4, 5 Jahren erzählen, wo die gewohnt haben, die wissen namentlich und tun. Aber wissenschaftlich ist es natürlich nicht nachweisbar. Bloß dann stehen die Wissenschaftler und sagen, ja, das ist Nulltheorie, das ist also nicht und das ist alles Quatsch, also wir müssen das wiederholen. Dann sage ich, ja, okay, dann wiederholt man also das, was das Universum bis jetzt aus der göttlichen Ebene geschafft hat. Nur die Ursache der Krankheiten, häufig, und da gehen wir schon in diesen Bereichen, warum ich geistig-somatische Medizin so präge, warum ich möchte, dass diese Prägnanz, dass diese, sagen wir, Postulierung geistig-somatischer Medizin jetzt langsam über solchen Kollegen ersetzt wird, nicht das, sondern das Psychosomatische ersetzt wird. Ja. Weil ohne dieses geistige Bereich reinzugehen, ohne diese große Erkenntnis, bekommen wir keine Folgerung, keine Nachvollziehbarkeit unseren Ereignissen hier, unserer Krankheit und so weiter. Das bedeutet letztendlich, wenn ich krank bin, wer ist denn dran schuld? Wer ist denn dran schuld, dass der Wurm hat mich jetzt angegriffen? Wer ist denn dran schuld, dass ich jetzt plötzlich Grippe bekommen habe, hast du nicht bekommen? Und dieses sogenannte Schuldgefühl oder Ereignis, das wird immer delegiert. Irgendjemand ist daran schuld. Warum man delegiert? Naja, weil wenn jemand dran schuld ist, dann muss ich von jemandem auch die Hilfe haben, um das so. Aber Erkenntnis läuft ganz anderes. Und wenn ich meinen Patienten über längere Zeit nicht diese Erkenntnis bringe, nicht erkläre und der Patient das nicht nachvollziehen kann, wie wir zusammen, ich bin nur ein Helfer dabei, korrigieren können, dann habe ich persönlich meine Aufgabe als Arzt, das ist meine persönliche Meinung, nicht erfüllt. Das bedeutet, Patient beschränkt nur auf die Infektion der Wunde mit Antibiotikum. Und zwar Antibiotikum ist kein Horrorwort für mich. Klassische Medizin muss mit Integrativmedizin zusammenarbeiten. Aber die Ursachen, warum der Mensch so, und da kommen wir an die 10 Gebote, an das Evangelium und so weiter. Und das ist bei mir alles ganz logisch nachvollziehbar bis zur Wurmebene. Wir müssen, wenn wir jetzt in den medizinischen, in den gesundheitlichen Bereich einsteigen, vielleicht noch mal erklären, dass der Mensch quasi aus mehreren Ebenen, aus mehreren, ich sag mal, Schalen besteht und eine wirkliche Therapie und auch also erstmal eine wirkliche Diagnostik und dann eine wirkliche Therapie genau das berücksichtigen muss, dass wir nicht dieses physikalisch-chemische Klumpen Fleisch sind, der jetzt hier sitzt, sondern dass das mehr ist, in dem Moment, wo ich das verstehe, wo ich die verschiedenen Ebenen auch verstehe, bin ich überhaupt erst in der Lage, mehr zu tun, als temporär einen Schmerz wegzunehmen, eine Infektion zu beseitigen, sondern wirklich zu heilen. Und diese Ebenen, wenn du vielleicht dazu noch mal was sagst. Also was ist der Mensch dann? Ich weiß es nicht, ich habe also diese Tabelle nicht mitgebracht, weil vielleicht kann man so machen, dass diese Tabelle, was ich so habe, vielleicht eingeblendet wird irgendwie mal. Also das Beste, weil ich habe immer in meiner Sprechstimme diese Tabelle zu liegen, wo ich den Patienten das erkläre, was wir eigentlich sind. Und die beste Erklärung ist die russische Matrioschka. Man kann vorstellen, der Mensch wie
die russische Matrioschka. Körper, 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 Körper. Und das ist heute kein Geheimnis, das ist völlig normal in vielen theoretischen Grundlagen, dass also, wenn wir physisches Körper haben, dass der nächste Körper, wo die Meridiane in die chinesische Medizin laufen, der sogenannte ätherische Körper, der nächste Körper ist ja Astralkörper. Und zwar nach ganzen groben erstmal Sachen. Wenn wir sozusagen sterben tun wir nicht, weil sowieso diese ganzen Ebenen sind da, aber ungefähr nach 3 Tagen ist der ätherische Körper sozusagen, löst sich auf in diesen physikalischen Ebenen. Nach 9 Tagen, deswegen zum Beispiel Russen-Orthodoxen nach 9 Tagen auch bedenken, nach 9 Tagen löse ich Astralkörper. Das hat also damit zu tun, obwohl das wird nicht erklärt, zum Teil weiß man nicht, zum Teil erklärt man das nicht. Und da sind ja so die Chakren, die aus indischen Bereichen bekannt sind. Und am 40. Tag löse ich Mentalkörper auf. Deswegen zum Beispiel Himmelfahrt Jesu nach 40 Tagen. Also das 40 Tage, das ist ein markanter Punkt auch in vielen Religionen. Und das ist nicht einfach mal so genommen. So, und dann nach 40. praktisch Tag, wo das so, zum Beispiel Jesus konnte nach dem 40. Tag auch nicht mehr sich zeigen, weil diese Übergangskörper fehlten. Also das sind so alle Ebenen, die heute in der Physikwelt und Mathematik, zum Beispiel Burkhardt-Heim-Theorie, diese Torsionsfelder von Schipov-Akimov und so weiter beschrieben werden, auf verschiedene Art und Weise genannt. Ich habe sehr gute Neigung zu allen diesen Sachen. Nur ich müsste für meine praktische Relation, damit ich mit den Patienten, ich muss ziemlich schnell kommen auf die Ursache und logische Nachvollziehbarkeit machen. Und insofern diese Störung sozusagen, warum die Bakterie eigentlich überhaupt also in den Körper kommt, weil die Bakterie, die hat also mit dir nichts Großes im Sinne und mit mir, also als sagen wir, störender Faktor. Nur wenn du dieses ganze Bereich, was wir betrachten, alle diese Körperebenen, ganze deine energetische Vorhaben, weil dann kommt der Kausalkörper und weiter Atman, als eigentlich was wir sind. Wenn in diesen allen Bereichen sogenannte Harmonie herrscht, was ist Harmonie? Das bedeutet, im Universum versucht auch jeder, keinen zu stören. Jeder hat seinen Platz. Aber wenn wir durch diese ganze Aufarbeitung plötzlich nicht mehr, durch unsere Gedankenwelt, heute ist zutage auch nicht mehr bestritten, dass Gedanken materiell sind, ja, und Neid, Eifersucht und diese ganzen negativen Geschichten, die sofort setzen deinen ganzen Energiekomplex in eine Aufruhr, Stresssituation und so weiter. Angst, ja, Hass. Und jede kleinste Form der Bakterien, Würmer, Parasiten und so, die hat genauso primitive Informationsstruktur. Und diese Informationsstruktur vorher koppelt sich an deine Informationsblockade. Und dann hat die Bakterie Impuls, da zu arbeiten. Das ist vom Universum, von dem Schöpfer so gedacht, dass wenn wir nicht mehr dieser Harmonie entsprechen, müssen wir unweigerlich verwertet werden. Und das ist diese Erkenntnis, was viele Menschen stört, diese ganze Sache anzunehmen. Ja, warum denn ich? Warum habe ich die Krankheit? Und die nächste ganz doofe Geschichte ist, ein Kind ist krank geboren, anderes gesund geboren. Ja, Zufälligkeit, also Natur oder Schicksal. Man versucht immer so abzuschieben, die Sachen. Kondratjew-Zyklen sind bekannt, ne? Interessanterweise, was ich jetzt gelesen habe, das war für mich also Eureka auch Entdeckung, dass der 6. Kondratjew-Zyklus wird die Hauptinnovationskraft als neue Medizin beschrieben. Das bedeutet eigene Verantwortung, eigene Erkenntnis muss dazu sein. Und das bedeutet, dass wenn ich versuche, alle diese Ebenen, ethische, moralische, mein Verhalten-Ebene in der Harmonie mit den ganzen universellen Strukturen zu bringen, dann hat mit mir Bakterien nichts im Sinne. Dann werde ich nicht krank. Das ist das eigentlich Erkenntnis über die Grundlagen der Inkarnationslehre. Und wenn ich als Geist, also das ist, was ich jetzt theoretisiere, das ist nicht mein Glaube oder Theorie, das ist mein Wissen. So. Und wenn ich als Geist wieder inkarnieren sollte, dann genealogisches Baum ist ja bekannt, sozusagen aus der Raum-Zeit fehlenden Dimensionen. Und dann genealogisches Baum ist immer behaftet, genauso du bekommst deinen Körper von der Mama, von Papa. Und das sind die Mikrostörungen, Mikrosubstanzen von allen Bakterien und was bis dahin war. Du bist im Mutterleib, das wird also mit dem Fruchtwasser und so. Diese ganze toxische Belastung in den Mikrobereichen bekommst du.
Ja? Und deswegen als Geist sozusagen, Inkarnation, ich wähle meine Eltern, wo ich inkarniere. Und das ist ja das Programm, aber nicht bis zu 100% absolut. Das Programm ist mehr oder weniger bekannt, dass du daraus was machen kannst und das verbessern. Aber da brauchst du die Erkenntnisse. Und somit die Krankheiten kommen. Warum kommen die Krankheiten? Naja, weil die ganze Bakterienwelt und etiologisches Faktor ist für uns da. Wir inkarnieren kommen, wir bekommen mit bestimmten Belastungen und dann ist die Ankopplung an das bestehende Umfeld in dem mikrobiellen Bereich ist praktisch da. Und das ist diese Grundlagenerkenntnis, warum wird einer gesund geboren, warum andere krank, warum dies oder dies. Aber heutzutage, wenn ich jetzt also diese nächste Stufe ansprechen kann in der praktischen Relation, weil wir wollen für die Zuschauer was Praktisches. Was ganz schlimm heutzutage ist, was also vor mehreren Jahren noch nicht der Fall war, das ist also riesige Belastung unserer Zivilisation durch Chemotoxine und Schwermetalle. Das ist das Prädikat heutzutage. Und meines Erachtens das sind sogenannte neue Zivilisationskrankheiten, die eigentlich Erklärung, warum wir fast in jeder zweiten Familie Krebs haben, warum wir jedem fast also schimmernde Alzheimer oder die anderen Demenzformen vor und so weiter. Aber das können wir vielleicht also in praktischer Relation später darüber reden. Nur diese riesige Belastung, Die ist neu. die ist neu, kommt zu den Alten dazu. Ja. Körper bekommt sozusagen Geist und je nachdem, welcher Weg der Geist in diesem Körper vollziehen sollte, das ist sogenannte, was wir als Schicksal nennen. Aber das ist alles kann man verfolgen und deswegen plötzlich die Verhaltensweise, die uns durch die Gebote gegeben werden, Verhaltensweise. Und diese koppelt sich an und es wird also logisch. Das bedeutet aber in der Konsequenz, dass das, was dann eine Krankheit ist, auch wenn die Belastungen, auch wenn die Voraussetzungen bei mehreren Menschen, also was in der Schulklasse oder in einem Unternehmen erst einmal vom Umfeld her identisch sind, nur dann in Interaktion mit einem treten können, zu einer Krankheit führen, wenn man letztendlich selber dafür Voraussetzungen geschaffen. die Voraussetzung, genau, das habe ich gesucht, die Voraussetzung dafür geschaffen hat. Ja, und das ist sehr schwer annehmbar, sehr schwer annehmbar, besonders in der westlichen Hemisphäre. Ja. In der östlichen Hemisphäre, das ist etwas leichter. Und dieser geistige Niedergang eigentlich warum ich sage westliche, östliche Hemisphäre, wir sind natürlich eins. Aber man muss sehen, die Entwicklung des Kapitalweltes und die Entwicklung der geistigen Welt. Also Zusammenharmonie wäre gut. Aber wenn diese Harmonie in diesem Sinne nicht existiert und wenn der Mensch nicht annimmt, sozusagen, aber annehmen das Schicksal bedeutet nicht, also ich ordne mich an und sage also, ja, jetzt ist das Schicksal, ich kann nichts tun. Das ist falsch. Man kann es tun, man kann jeden Tag tun. Man muss nur aber emporsteigen in der Erkenntnis dieses Ganzen, was wir abgesprochen haben, und letztendlich zu Geist. Warum muss ich mich so verhalten? Warum dies oder dies? Und wenn es, sagen wir, karmische, jetzt kommen wir zu diesem Wort karmische, das ist Ursache-Wirkung-Prinzip. Und wenn diese karmische, ich sag mal, die Russen haben so einen Spruch, wenn man wüsste, wo man also hinfallen würde, würde man vorher den Teppich hinlegen. Ja? So. Aber diese Erkenntnis aus diesem Hinsicht ist ungefähr so, wenn ich mich so verhalte, dann würde ich nicht hinfallen. Und wenn ich so hinfallen würde, dann würde vielleicht nicht den Bein brechen, sondern vielleicht mal Zeh verletzen. Also Abschwächung sogenannten karmischen Voraussetzungen. Und Harmonisierung, das bedeutet immer weniger Krankheiten, die ich der zukünftigen Generation übergeben werde. Letztendlich mir selbst. Weil es kann sein, dass ich in meinen Urenkelkörper, das bin ich wieder als Geist wieder inkarniere, und dann bereite ich mir selbst vor, meine nächste Existenz, genauso wie du gehst in den Laden, kaufst den neuen Anzug, ja, und das ist die nächste Existenz in dem Sinne. Und Anzug sagt plötzlich, ich möchte links gehen. Da sagst du, na okay, dann ziehe ich dich aus und gehe ich eben rechts, weil ich möchte, du bist derjenige, der Anzug beherrscht und nicht Anzug dich. Das ist die Erkenntnis eigentlich. Und was du angesprochen hast, dass die Voraussetzungen dafür geschaffen werden. Und das ist unheimlich schwierig anzunehmen. Insofern geistige Erziehung in der ersten Linie.
Das müssen die Ärzte in der ersten Linie machen, aber die Ärzte werden selbst dazu nicht erzogen. Und wenn der Arzt zur Erkenntnis kommt, dann ist er entweder Ausgestoßener oder Sonderling oder wie auch immer, es ist keine logische Nachvollziehbarkeit. Und Globus Scaling, jetzt bringe ich mal wieder das, Ja. das ist diese riesige Erkenntnis in der Physik und Mathematik, die lässt uns nachvollziehen, diese ganzen anderen Geschichten in der Biochemie, physikalische Realität und letztendlich bis zur geistigen Realität. Wer da einsteigt, der ist unter uns gesagt, ich will nicht das Wort hier bringen, aber in dem Sinne gerettet für sich selbst. Ich meine, jetzt im Göttlichen, du bist gerettet, du kommst also in den Himmel und die Hölle, aber für sich selbst, für Erkenntnis, dann kann man das Leben anders gestalten.